Heute gibt es in Mones Küche einen Snack, Fingerfood, wenn man so will, und zwar was, das man einfach auf den Tisch stellen kann. Jeder bedient sich. Ich fand es immer sehr lecker, wenn es das bei uns zu Hause gab. Deshalb dachte ich, zeige das mal. Vor allem auch deshalb, weil die Hauptzutat etwas ist, das man sonst relativ selten, finde ich, sieht, was selten genutzt wird. Und wenn es genutzt wird, erkennt man eigentlich nicht mehr, was es ist, weil die Blätter noch viel seltener genutzt werden als das Ding selbst insgesamt. Heute wird es aber vor allem um die Blätter gehen und ich zeige euch jetzt mal, was man damit anfangen kann. Vorweg schon mal kleine Entschuldigung wegen dem Licht. Ich kann leider die Deckenlampe hier nicht anmachen, weil es eine LED ist und dann flackert alles. Deswegen muss das hier jetzt reichen. Und da die Artischocke eine Weile kochen muss, fange ich mit der jetzt mal an. Dafür machen wir erstmal hier unten den Strunk weg. Zack. Und dann wird hier von den Spitzen von den Blättern immer oben, werden mal so, ich sag mal so 1-2 cm abgeschnitten. Und das machen wir jetzt mit allen. Und so wie die jetzt sind, kommen die jetzt in bei mir bereits kochendes, gesalzenes Wasser für 40 Minuten. So, während das jetzt 40 Minuten mit Deckel da hinten vor sich hin köchelt, kümmern wir uns um die Marinade. Dafür etwas Weinessig. Weißweinessig habe ich hier. Die genauen Mengenangaben, in dem Fall schreibe ich unten in die Beschreibung, weil ich mich diesmal auch an einem Rezept orientiere. Aber es gilt natürlich auch hier die Mengen immer so, wie man es gerne hätte, wenn man es ändern möchte. Dann Weißwein. Zack. Das klappt ja super hier. Dann kommt etwas Zucker mit rein. Salz, Pfeffer darf natürlich nicht fehlen. Bei mir gemahlenen Pfeffer. Ein Teelöffel Senf, idealerweise scharfen Senf. Und das schon mal ein bisschen vermengen. Hier habe ich Olivenöl und da kommen jetzt 3 Eigelbe rein. Die werden jetzt zerdrückt und mit dem Öl vermatscht. Zwischendurch wird das Eiweiß weggesnackt. Ein bisschen Salz oder Sojasauce drüber, voll geil. Dann kommt der ganze Eiermatsch in die Marinade und wird untergerührt. Jetzt sieht man auch, dass sich der Senf hier direkt ein bisschen besser auflöst und eine Emulsion macht. Ich zerdrücke an der Stelle auch nochmal die paar übrig gebliebenen gröberen Eigelbstückchen. Das ist natürlich Geschmackssache, ob man das darin haben möchte oder nicht. Dann noch eine halbe Knoblauchzehe und eine kleine Zwiebel. Ganz klein hacken oder den Knoblauch reiben, wenn man das lieber möchte. Und zu guter Letzt noch ein paar Kräuter. Laut Rezept Estragon und Kerbel. Leider habe ich Estragon nicht bekommen, deshalb wird es heute nur Kerbel. Aber natürlich gilt hier grundsätzlich auch, einfach die Kräuter nehmen, die einem am besten schmecken. Wobei man sagen muss, dass Estragon und Kerbel in Kombination mit den anderen Zutaten schon wirklich sehr gut passen. Wäre also auch meine Empfehlung. Und das, obwohl ich eigentlich kein riesen Kerbel-Fan bin. Und dann natürlich schön alles mit in die Marinade. Oder den Dip, besser gesagt. Einmal gut umrühren.
Und damit ist der Dip auch schon fertig. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass die Artischocken fertig werden. Natürlich nicht vergessen, einmal abzuschmecken. Sehr gut. Auch mit nur Kerbel. Lecker. Nach 40 Minuten. Da ist sie, eine von den beiden. Die Idee ist jetzt wie folgt. Das stellt man so auf den Tisch. Jeder kann sich bedienen. Man pflückt sich einfach so ein Blatt daraus und dann sieht man schon hier unten, wo es so weiß und fleischig ist. Diesen Teil kann man essen. Und dann schnappt man sich den Dip. Jeder kriegt ein kleines Schälchen. Einfach nur eindippen unten und dann kann man das mit den Zähnen hier rausschaben. So, und das ist extrem lecker und es passt. Die Artischocke selber hat relativ wenig Geschmack, aber der Geschmack, den sie hat, der passt einfach extrem gut oder dazu passt sehr gut dieser Dip hier. Wie ich schon sagte, mit Zutaten, die ich selber eigentlich nicht super geil finde, aber alles zusammen ergibt eine echt gute Kombi. Und dann natürlich, wie ja alle, die schon mal eine Artischocke benutzt haben, wissen, ist der eigentliche oder der größte Anteil dieses, ich nenne es mal Fruchtfleischs, ist ganz unten drin. Wenn man also die Blätter alle ab hat nachher, dann kann man unten den Kern befreien und da kriegt dann jeder nochmal ein richtig fettes Stück, was er in seinen Dip tunken kann und zu guter Letzt sich noch reinschieben kann. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Wir haben das regelmäßig bei meinen Eltern immer gehabt und es war immer extrem lecker. Es ist einfach ein netter Snack. Es ist gesellschaftlich, man stellt es auf den Tisch, jeder bedient sich an den gleichen Dingern. Also ich kann nur empfehlen, es nachzukochen. Ist wirklich überraschend gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen zu liken, zu abonnieren, den ganzen Kram und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder.